Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. Und wieder gibt es einen neuen Teil zu unserer Episode Fake Roman Coins. Und ich kläre endlich auf, warum ich einen Denar mit dem wohl berühmtesten Motiv der römischen Geschichte besitze. Aufgrund des Titels ist es wohl nicht schwer zu erraten, dass ich leider Gottes nicht ein Original in meiner Sammlung halte, sondern auf kuriose Weise zu einer Replik gekommen bin. Wir wollen uns sowohl mit diesem Exemplar, aber auch mit dem Original beschäftigen, denn nur zu leicht kann die menschliche Gier das Auge täuschen. Lasst euch also mit mir auf eine Reise mitnehmen in die Welt des Brutus, der auf dieser Prägung seine Beteiligung an der Ermordung Caesars darstellte. Außerdem, wie gewohnt, das Neueste zu unserem Gewinnspiel am Ende des Videos. Der Aedma-Denar ist nicht nur eine der berühmtesten, sondern auch die wohl symbolträchtigste Münze der römischen Antike. Geprägt von Marcus Junius Brutus, dem berühmtesten der Caesarmörder. Im Jahr 43/42 vor Christi ist sie kein gewöhnliches Zahlungsmittel, sondern ein massives politisches Propagandainstrument, das den Tyrannenmord rechtfertigen sollte. Wie kam ich aber nun zu dieser Replik, die meiner Meinung nach schon sehr nahe an das Original herankommt? Vor einiger Zeit durchstöberte ich eine chinesische Internetverkaufsplattform namens Temu und plötzlich wurde die Münze als Empfehlung angezeigt und es kamen vorerst einmal sehr gemischte Gefühle bei mir auf. Zuerst einmal die Angst, dass wir jetzt mit chinesischen Repliken überschwemmt werden und andererseits tat sich die Möglichkeit auf, eine ansehnliche moderne Prägung einer Münze zu kaufen, welche ich im Original wahrscheinlich nie in Händen halten werde. Macht euch aber hier selbst ein Bild und schreibt mir, wie der Denar auf euch wirkt, in die Kommentare. Natürlich habe ich sie bestellt und das liegt jetzt schon fast ein Jahr zurück. Inzwischen hat sich bei Temu so einiges getan und wenn ich jetzt in die Suchfunktion römische Münze Replik eingebe, erhalte ich überraschenderweise eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Gibt Produktfälschungen keine Chance, heißt es da. Sehr löblich, Temu distanziert sich von solchen Produkten. Seitdem habe ich auch unter dem Begriff römische Münzen keine einzige Münze mehr bei Temu gefunden, die mit einem römischen Original nur annähernd eine Ähnlichkeit besitzt. Die Plattform scheint also Abstand zu nehmen vom Vertrieb moderner Fälschungen. Leider hat sich eine andere Plattform gefunden, die keine so hohen Standards vertritt und wo es Anbieter gibt, die genauso ein Exemplar zum Verkauf anbieten, allerdings um den 6-fach höheren Preis. Immer noch sehr günstig, wenn man bedenkt, was das Original kostet. Leider fand ich in diesem Angebot keinen eindeutigen Hinweis des Verkäufers, dass es sich dabei um eine Replik handelt. Ich meine, natürlich kennt jeder sofort die feinen Unterschiede und Abweichungen zu einem Original. Oder etwa vielleicht doch nicht? Auch etwas vergrößert wirkt die Münze immer noch recht ansehnlich. Allerdings ist im Vergleich mit einem Original Aedma-Denar bereits an der Ausführung der beiden Bugiones, der Dolche, die bei der Ermordung Caesars eine Rolle spielten, ein eindeutiger Unterschied zu erkennen. Ebenso wie der Schriftzug eindeutig vom Original abweicht. Und auch auf der Vorderseite der Münze bei den einzelnen Buchstaben der Legende sind die Abweichungen zur Umschrift des Originals nicht schwer zu erkennen. Brutus wird hier als Imperator, als oberster Feldherr dargestellt. Die grobe glatte Abnutzung der Haare und vor allem der Gesichtszüge der Wange ist schon recht auffällig und ein klarer Hinweis auf eine Replik. Wusstet ihr, dass es diese Prägung des Aedma-Motivs im Original auch in Gold gab? Ich habe hier ein Beispielvideo auf YouTube gefunden und möchte euch zur Vertiefung der Details einen Ausschnitt daraus zeigen. Da es sich um ein Beispiel des YouTube-Kanals NGC Coins handelt, ist die Münze natürlich in Plastik gepackt und hat ein Grading, welches die Echtheit garantiert. Auch hier erkennen wir die klare, detaillierte Ausführung der Dolchgriffe sowie einen intakten Perlenkreis als Umrandung auf der Vorderseite. Die Legende stimmt absolut authentisch mit dem originalen Silberdenar überein. Ebenso wie die Legende der Rückseite, welche die Iden des März, Aedma, also das Datum der Ermordung Julius Caesars, verkündet. Und auch hier wieder ein absolut zentrierter Perlenkreis. Sehen wir uns nun aber ein Original in Silber an. Die Vorderseite erscheint etwas abgenutzt und zeigt Brutus, der absolut eine Ähnlichkeit mit der rechten Marmorbüste aufweist. Wir sehen den idealisierten, barhäuptigen Kopf des Brutus nach rechts blickend,
Es ist bemerkenswert, dass Brutus als lebender Römer sein eigenes Porträt auf einer Münze prägen ließ, ein starker Bruch mit der republikanischen Tradition, den sonst nur Caesar praktiziert hatte, und ein Ausdruck seines Machtanspruches war. Die Legende lautet Brut imp Brutus Imperator als Bezeichnung für oberster Feldherr und weiter L. Plaet Cest für Lucius Praetorius Cestianus, der Name des Münzmeisters, der für die Prägung verantwortlich war. Die Rückseite aber ist das eigentliche Propagandastück. Sie zeigt die sogenannte Freiheitskappe Pileus, die symbolisch zwischen den beiden Dolchen Bugiones schwebt. In Rom wurde sie traditionell von freigelassenen Sklaven getragen und steht hier für die Befreiung des römischen Volkes von der Tyrannei Caesars. Die Legende zeigt das entscheidende Datum und die Botschaft lautet Eid Ma, Aedibus Martis, an den Iden des März und verweist unmissverständlich auf den Tag des Attentats am 15. März 44 vor Christi und erklärt ihn zum Gründungsdatum der Wiederherstellung der Freiheit. Die Botschaft, die Brutus damit senden wollte, ist glasklar. Der Mord an Caesar war kein Verbrechen, sondern ein patriotischer Akt der Tyrannentötung, der Rom die Freiheit zurückgegeben hat. Geprägt wurde die Münze in einem mobilen Feldlager, während sich Brutus und Cassius in Griechenland für den entscheidenden Bürgerkrieg gegen Mark Anton und Octavian rüsteten. Dieser Silberdenar ist extrem selten. Es existieren nur etwa 100 bekannte Exemplare, fast alle im Besitz institutioneller Sammlungen. Sie gilt als eine der teuersten, begehrtesten antiken Münzen. Ein besonders gut erhaltenes Exemplar wurde 2020 für rund 3,2 Millionen Euro versteigert. Ihr könnt euch vorstellen, warum ich mit meiner Replik vollkommen zufrieden bin. Die Ironie der Geschichte: Die Münze, die Freiheit propagierte, wurde genau von jenen Männern ausgegeben, die im folgenden Jahr den Bürgerkrieg verloren und damit das endgültige Ende der Römischen Republik einleiteten. Dieses Video eines Original Eid Ma-Denars habe ich für euch auf dem YouTube-Kanal History Extra gefunden und diente hier als Vergleichsexemplar, um einen detaillierten Eindruck vom Original zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, den Kanal History Extra zu besuchen. Ja, das war nun mein Beitrag zum Eid Ma-Denar. Habt ihr eine Replik in eurer Sammlung? Beziehungsweise würdet ihr eine Replik kaufen, um eine Lücke in der Sammlung auszufüllen? Schreibt mir jetzt einen Kommentar. Ich bin wirklich sehr neugierig, was eure Meinung dazu ist. Und zum Abschluss gibt's wie immer das Update zu unserem Gewinnspiel. Noch immer gibt's keinen Gewinner, aber die Chancen werden immer größer, da die Auswahl immer geringer wird. Diesmal möchte ich als Highlight gleich wieder 2 Sesterze vom Gewinnspiel ausschließen. Und es verbleiben dann gerade mal 10 Stück, von denen ich 3 gekauft habe. Also wie immer einen Kommentar schreiben, den Satz „Ich mag römische Münzen, weil" beenden und die 3 Sesterze aufzählen, die ich in Paris gekauft habe. Endgültig raus aus dem Spiel ist der exzentrische Kaiser, bekannt aus dem Film Gladiator, Sohn des Mark Aurel und der Faustina der Jüngeren. Beide Sesterze des Commodus, also die Rig Nummer 312 und die Rig Nummer 463, habe ich in Paris nicht gekauft. Also nutzt eure Chance und gewinnt den Sesterz des Kaiser Hadrian. Die Liste der verbleibenden 10 Sesterze findet ihr wie immer in der Beschreibung des aktuellen Videos sowie Teilnahmebedingungen und Disclaimer. Im nächsten Video gibt es eine weitere Folge von den Cäsaren, die niemals als Kaiser in Rom regierten. Und wir beschäftigen uns ausführlich mit dem grausamen Schicksal des Maximus und seinem Soldatenkaiservater Maximinus Thrax. Also klickt den Abonnier-Button und die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu versäumen. Falls ihr das Originalvideo zum Gewinnspiel sehen wollt, klickt auf das rechte obere Feld im Abspann. Falls ihr mehr Videos zum Thema Fake Roman Coins sehen wollt, klickt auf das rechte untere Feld. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.